Ja, vielen Dank, Hanna, dass du heute da bist bei Chronisch Ehrlich. Und das ist der Kanal, wo chronisch Erkrankte sich einfach eine Portion Hoffnung und Mitgefühl und Inspiration abholen können. Und ich bin super gespannt, heute mit dir das Thema ganzheitliche Heilung anzuschauen. Du bist Psychologin und ich sage mal deinen ganzen Namen. Du heißt Hanna Wegmann. Und ja, ich habe natürlich zuerst ein paar Fragen an dich, ganz persönlich. Wer bist du und aber auch, wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Gut und ich glaube, dass wir mit unserem Gespräch letztes Mal auch viele inspirieren konnten und das werden wir auch heute wieder schaffen, denke ich. Ähm, jetzt fängst du direkt mit so einer großen Frage an. Das ist eben bei Wer Chronisch bin Ehrlich ich? normal. Hier ist alles Die sehr stellen direkt. sich manche 'n Leben lang. Ja, also, ich bin einfach Hanna. Ich, interessiere mich total für Menschen und alles, was damit zusammenhängt. Also nicht nur für die Psychologie, sondern auch sehr viel für Medizin und ja, alles, was zur Heilung beitragen kann. Und habe natürlich mit dem Psychologiestudium gestartet. Aber ich sag mal so, ich habe den Blick immer weit gehalten und auch in andere Fachdisziplinen hineingeguckt. Es gibt ja so Menschen, die sich ihr Leben lang einem Thema widmen, zum Beispiel ihr Leben lang den Traumschlaf erforschen. Und bei mir ist es eher so, dass ich mal hier bin, mal da bin und dann alles am Ende versuche zu kombinieren und den Klienten das Beste mitzugeben aus diesen ganzen Dingen, die ich gelernt habe. Ja, das ist mega, weil du dann auch wirklich flexibel bist und auf die individuelle Situation von deinem Klienten eingehen kannst. Das ist ja Ja, eigentlich nur meistens ja. positiv. Ja, wenn nicht, da sind natürlich auch manchmal Themen bei, ähm, mit denen ich jetzt selber noch nicht so viel Erfahrung habe, wie zum Beispiel, ich kann keine Kinder bekommen. Dann würde ich da auch eher eine Kollegin empfehlen, die vielleicht selber schon Kinder hat und mal vor einer ähnlichen Herausforderung stand. Aber ja, bei den meisten Themen bin ich schon mal eingetaucht und kann da gut begleiten. Ja. Ja, ja, schön. Ja, Ja. und so eine zündende Situation gab es nicht, wo du gesagt hast, das ist das Studium meiner Wahl. Ja, doch gab es. Also ich war erst auf einem ganz anderen Weg. Ich war eher so in die Richtung ähm, BWL unterwegs, ja, so Eventmanagement vielleicht auch. Das hat mich lange interessiert. Und die zündende Situation, sage ich mal, als ich mich wirklich dazu entschieden habe, Psychologie zu studieren, also was ganz anderes, als ich es eigentlich vorhatte, war, als ich in Essen in der Kinderonkologie ein Praktikum gemacht habe. Und ja, vielleicht sage ich noch kurz dazu, wir haben generell zu Hause immer viel über solche medizinischen Themen oder Gesund- und Krankheitsthemen gesprochen, weil meine Mama zum Beispiel auch im OP arbeitet und da immer während des Essens, als wäre das ganz normal, von Amputationen geredet hat und ihre Erlebnisse geteilt hat. Ähm, und so war ich mit diesem Bereich schon konfrontiert, ne? Also Gesundheit, Krankheit. Und durch dieses Praktikum durfte ich dann selber miterleben und erfahren, wie hilfreich und wie wertvoll diese Arbeit sein kann, Mhm. gerade bei Kindern. Es Ja. ist unheimlich dankbar. Ja, Mhm. genau. Ja, du hast auch, ich habe das in einer Podcast-Folge von dir gehört, dass wenn Freunde bei euch gegessen haben, dass die dann nicht so, dass denen eher der Appetit vergangen ist, wenn deine Mutter angefangen hat, vom Ja, OP-Alltag zu das erzählen. ist heute noch so. Ja, Also manche gewöhnen sich dran und bei manchen merke ich dann, okay, jetzt sollten wir mal lieber auf.
Ja, du hattest auch erzählt, dass deine Mutter, als sie angefangen hatte, in der Chirurgie zu arbeiten, dass man von Kopf bis Fuß eigentlich alles behandelt hat und dass heute, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte später, aber es ist so, dass es wirklich speziell einen Handchirurgen gibt, Kopf, Herz und so Genau. weiter. Also es ist in Fachgebieten aufgeteilt. Und das ist das, was für uns chronisch Erkrankte so schwierig ist, wenn wir überall irgendwo Symptome haben und dann wird man mal zum HNO-Arzt geschickt, dann hier mal ein MRT, hier mal eine Magenspiegelung und so weiter. Fand ich dann interessant, als du das erzählt hattest, dass das sich überall in der Medizin in die Richtung entwickelt hat. Und es macht ja auch Sinn, das Wissen wächst und man muss dann irgendwo Einteilungen machen. Aber bei so etwas wie eben der chronischen Erkrankung, wo einem nicht einfach der Fuß wehtut, ist das nachher natürlich mega kontraproduktiv. Ja, auf jeden Fall. Also egal welche chronische Erkrankung du jetzt anschaust, nehmen wir mal als Beispiel einfach Fibromyalgie. Da sind ja Schmerzen und Blockaden im ganzen Körper da. Und dann ist der erste Weg natürlich zum Hausarzt und der sagt dann, okay, ich schicke dich mal weiter zum Orthopäden und so geht es dann los. Ne? Keiner findet was, weil es gibt keine Entzündungszeichen im Körper. Es sind einfach diese Schmerzen da und die brauchen morgens auch total lange, um in Bewegung zu kommen. Die Gelenke sind total steif. Und es gibt aber keinen physischen oder körperlichen Beweis oder eine Erklärung dafür, warum diese Schmerzen jetzt da sind. Und ich glaube, die Durchschnittszeit, bis diese Fibromyalgie diagnostiziert wird, liegt bei 10 Jahren. Und das muss man sich jetzt einfach mal so bewusst machen, wenn jemand 10 Jahre mit Schmerzen rumläuft und nicht weiß, woher das kommt, es wird immer schlimmer, ähm, ist der Leidensdruck natürlich super, super hoch. Und deswegen ja, also was du gesagt hast, würde ich auch so unterschreiben. Es ist einerseits hat es eine sehr gute Seite, dass wir so viele Spezialisten haben und dass es so ins Detail geht und wir mittlerweile bis auf die subatomare Ebene Dinge erklären können und Prozesse und Mechanismen erklären können. Andererseits fehlt da dieses Menschliche manchmal, ne? Und vielleicht dieser seelische Aspekt. Und wenn wir jetzt in diesem Kontext mal in die Geschichte der Medizin reinschauen, dann war es hier, also in Europa, auf jeden Fall so, dass das ganze Psychische oder Seelische irgendwann in den Hintergrund gerückt ist. Ne? Darüber hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon gesprochen, dass die Kirche ähm, einfach irgendwann gesagt hat, okay, ihr könnt die Körper untersuchen, ihr könnt die Menschen quasi, jetzt salopp gesagt, aufschneiden. Ähm, aber erst wenn sie tot sind, also wenn die Seele sozusagen raus ist. Und da hat so eine Spaltung, sage ich mal, stattgefunden. Ähm, und dieses Bild finden wir halt heute auch noch häufig. Es gibt immer mehr Ärzte, die auch diesen Aspekt mit einbeziehen und betrachten. Aber auch da darf man denen halt jetzt nicht einen Vorwurf machen in dem Sinne, dass sie nichts dafür tun. Das ist einfach ein Riesensystem und braucht eine Zeit lang, bis es sich auch verändert, ne? Und bis so ein neues Bewusstsein dann wirklich in Handlungen von den Ersten wiedergefunden wird und bis sich da irgendein System angepasst hat, das auch dieser Aspekt mit einbezogen wird. Ne? Und dass die Kommunikation zum Beispiel einfach mehr stattfinden darf. Weil oftmals ist es ja dann doch so, wenn ich von Arzt zu Arzt geschickt werde, dass der eine nicht weiß, was der andere vorher gemacht hat und dass das gleiche MRT oder das gleiche Röntgenbild nochmal gemacht wird. Ja, ja, ja. Ne? Und ja, da dürfen wir einfach, ich sag mal, wir als Gesundheitssystem noch ein bisschen mehr zusammenwachsen und diese Prozesse und Behandlungen verbessern, damit auch chronisch Erkrankte ähm, sowohl eine Erklärung finden, weil wir heute dieses unheimlich
große Wissen haben, aber auch ein Umgang, der für die Seele gut ist. Mhm. Ja. Ja, da hat die Kirche nicht so einen geilen Job gemacht, sage ich mal auf gut Deutsch. Ich meine, ich beschäftige mich ja eher mit der Ernährung und der Pflanzenkunde und da haben sie uns ja enormes Wissen einfach ausgerottet, indem sie die Hexen alle verbrennt haben. Das war also in der Geschichte, wie das alles entstanden ist, Religion und Medizin, wie sich das entwickelt hat. Darunter das, was verloren gegangen ist, das merkt man oft erst Jahrhunderte später. Das ist einfach so verrückt und schade. Und deswegen so gut, wie du sagst, dass dieses Bewusstsein einfach wieder zurückkommt und altes Wissen auch wieder Gewichtung bekommt. Und du hattest auch erwähnt vorher das mit dem Beispiel mit der Fibromyalgie und den 10 Jahren Erkrankung. Und das ist ja 1:1 meine Geschichte. Und das ist ja so, wenn man dann endlich mal die Diagnose bekommt, das ist einfach wie eine Ohrfeige vom Schicksal. Also erstmal ist man geschockt, aber man ist ja auch ein bisschen froh, dass man endlich eine Diagnose hat. Und du sagst, oder du ermutigst besser gesagt, dass man die Bedeutung der Erkrankung wirklich auch erforschen soll. Das fand ich mega interessant. Und da die Frage an dich, warum? Warum ist das wichtig? Ja. Okay, also wenn wir, ich benutze immer gerne dieses Bild Körper, Geist und Seele. Wir wollen ja dazu ermutigen, einen ganzheitlichen Blick zu bekommen und wieder ganz zu werden. Also dieses Stück, was mir fehlt, gefühlt fehlt, wieder integrieren. So, und dann gibt es natürlich verschiedene Ebenen. Wir haben die körperliche Ebene, wir haben die geistige Ebene mit Gefühlen, Gedanken und die seelische Ebene. Und für mich ist das Bild so, dass es die Seele gibt und das Geistige und das Körperliche ist in der Seele drin. Wenn wir jetzt aus der Perspektive eine Erkrankung angucken, dann können wir der Sinn geben. Also dann können wir uns fragen, was ist das für ein Signal? Was hat die für eine Botschaft? Wo darf ich mich da weiterentwickeln? Wo darf ich mich da erfahren? Wir lernen ja nicht nur durch Liebe und durch Ermutigung, sage ich mal, oder Wünsche, die wir haben, indem wir die dann umsetzen, sondern auch durch Schmerz. Und ich glaube heute, dass wir bestimmte Erfahrungen hier machen wollen. Und sobald wir diese Erfahrung nicht ganz leben, werden wir vielleicht darauf hingewiesen. Durch Gedanken, durch Gefühle, durch etwas Stress vielleicht. Wenn der Stress länger da ist, dann eine Stimmung. Dann kriegen wir von außen gesagt, boah, du hast immer schlechte Laune. Das ist quasi ein Signal, ja. Und genauso kann eine Erkrankung auch ein Signal sein. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir von diesem Übersinnlichen oder aus diesem Wesensaspekt heraus auf sowas draufschauen, dann sagen viele, was für ein Hokuspokus oder lehnen das so ab, weil denen das Angst macht, weil man das nicht greifen kann. Da kann ich ja nicht sagen, so, das ist ein Stift, das ist deine Seele. Ja, das ist halt etwas, was wir durch Worte nicht umfassend beschreiben können, weil Worte schon wieder trennen. Und aus der körperlichen Perspektive betrachtet kann ich aber einfach sagen, okay, da ist eine Erkrankung, da ist ein Schmerz und ich habe jetzt genau 2 Möglichkeiten. Ich kann jetzt entweder, wenn ich diese Erklärung habe, also die Diagnose, sagen, okay, das ist eben so, ich lebe jetzt damit, ich finde mich damit ab. Da ist aber natürlich die Gefahr da, wenn ich das nicht als Signal wahrnehme, dass ich dann in so eine Ohnmachtshaltung rutsche und in
ja, Opferhaltung ist immer so ein Es ist böses ein Wort. unschönes Wort. Ich sage immer, dass ich in der Phase dann sehr viel Selbstmitleid und Angst hatte. Weil das ist ja auch, also die Angst dann ja, weil man so in der Überforderung ist und weil man vielleicht vorher nicht gelernt hat, die Selbstfürsorge zu tragen und das Selbstmitleid, weil es schon sehr kacke ist, wenn einem das trifft und andere einfach ihr tolles Leben weiterleben. Also Mhm. so die Kombination. Das ist aber auch, das ist ja gut so, dass es so ist. Also in der Situation ist es natürlich ähm, total schmerzhaft und ähm, in dem Moment fühle ich mich vielleicht auch wie, ja, warum passiert mir das oder warum muss ich sowas Schlimmes ertragen? Und da leide ich ja wirklich. Also da sind meine Gedanken, meine Gefühle und mein Körper voll im Leid. Und das ist auf Deutsch gesagt, das ist einfach scheiße. Das ist mega scheiße. Vor Ähm, allem, wenn der Reizdarm auch noch mitspielt. ja, ja, es ist unangenehm, es tut weh, es ist eklig, man fühlt sich unwohl, nicht attraktiv, ja, hat keine Kraft, keine Energie. Und ich glaube, das ist aber wichtig, eine Zeit lang auch zu spüren, damit wir eben diesen Anreiz bekommen, etwas dafür zu tun, dass wir da wieder rauskommen. Mhm. Ne? 'Ne Krankheit kann zum Beispiel das Signal sein, du achtest nicht auf dich. Mhm. Warum gönnst du dir keine Ruhe? Warum funktionierst du immer nur? Warum leistest du immer nur? So nach dem Motto: „Hey, du bist gut so, wie du bist. Du Mhm. darfst arbeiten und du darfst dich erfahren und du darfst leben, aber du kannst nicht immer nur 100% geben. So, fahr auch mal runter, mach auch mal Pausen. Nichts tun brauchen wir, um etwas tun zu können“, ne? Also, das ist immer wichtig, dass ein Ausgleich da ist. Und so kann eine Erkrankung, ja, 'n Signal oder eine Botschaft für uns beinhalten, Ja, ja. ja, Die Organe haben ja auch alle das ist ja mittlerweile auch vielen bekannt durch Rüdiger Dahlke oder durch diverse andere, mutige Vorreiter, die sich der Kritik gestellt haben, ähm, dass die Organe an sich auch für etwas stehen. Und ich glaube, wir nehmen noch gar nicht alles wahr, was da ist, was da in uns ist. Wir sind so ein komplexes System, in dem alles miteinander zusammenhängt. Und wenn man mal ein bisschen in die chinesische Medizin zum Beispiel eintaucht, dann wird ja durch die Akupunktur oder so wird ja schnell klar, dass ja unsere Energiebahnen auch wieder alles miteinander verbinden. Und so kann ich mich, wenn ich der Chef bin sozusagen und nicht die Verantwortung an den Arzt abgebe, sondern sage, okay, das ist ein Spezialist dafür, das ist ein Spezialist dafür, aber ich bin jetzt derjenige, der dafür verantwortlich ist, welchen Weg ich gehe, damit es mir besser geht. Und Mhm. so können wir halt gedanklich, sage ich mal, aus dieser Ohnmachtshaltung, aus dieser leidvollen Haltung rauskommen, wenn wir uns selber wieder den Mut zutrauen, dafür zu sorgen, die Richtung zu bestimmen. Ja. Ja, bei mir war es im Konkreten so, dass ich so in einer Schmerzwelt gefangen war, dass ich auch gar keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Und ich glaube, so geht es vielen chronisch Erkrankten, dass man einfach wirklich nur noch funktioniert. Dann hat man vielleicht auch noch Kinder oder einen anstrengenden Job oder lebt in einer nicht funktionierenden Partnerschaft. Und diese Sachen, die über einem stehen, man kann die nicht auflösen, weil man tatsächlich keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Das heißt, man fällt dann in diese Programme zurück, die man schon einstudiert hat, wie Arzttermin vereinbaren, dahin gehen, wieder enttäuscht zu werden, zurück ins Bett. Arzttermin vereinbaren, dahin gehen, enttäuscht, zurück ins Bett. So, das sind dann die Abläufe. Und so wie du es vorhin beschrieben hast, die Organe, dass die immer auch eine Bedeutung haben von unserem Gemütszustand, das durfte ich dann später auch in meiner ayurvedischen Ausbildung lernen, dass das alles miteinander verknüpft ist und dass wir mit Lebensmitteln uns eben auch in Balance bringen können. Und für mich war das
dieser Vorschlag, den du jetzt gemacht hast mit diesem, ja, sich hinterfragen, war das in dem Moment gar nicht so möglich. Aber was ich tun konnte, und das hatten wir auch letztes Mal bei unserem Live-Instagram-Gespräch erwähnt, für mich war das wirklich dann diese Ernährung, diese Balance. Aber ich denke, dass es für jemand anderes genau das sein kann, dass er zuerst durch diese Selbstfürsorge in den Gedanken und zu sagen, okay, warum übergehe ich mich? Und ich cancele jetzt einfach Dinge und arbeite an meiner Programmierung und da wieder in eine Balance zurückgehen kann. Und ich finde das so spannend auch, dass wir diese Möglichkeiten haben und wie du sagst, dann um in die Eigenverantwortung zu kommen, zu sagen, okay, das hat bisher nicht funktioniert, ich muss etwas Neues ausprobieren. Also wie so eine innere Haltung von, das ist aber interessant. Okay, dann gucke ich mir das mal an. Ne? Das ist natürlich, jetzt stecken wir beide nicht in so einer Situation und jemand, der da gerade voll drin ist, denkt sich ja, macht mal, ne? Ihr habt leicht reden. Das verstehe ich auch, aber es ist halt immer die Frage, möchtest du dieses Leben dafür nutzen, um dich lebendig zu fühlen, um so viel wie möglich zu fühlen, um so viel wie möglich zu erfahren, um am Ende zurückzugucken und sagen zu können, voll geil, dafür gibt es keine Worte. Oder möchtest du da drin bleiben? Und natürlich sagt jetzt jeder, ja, ich möchte nicht da drin bleiben und ich komme da nicht raus. Ich bin fest davon überzeugt, es gibt immer so ein kleines Ventil, wo man ein bisschen was Neues ausprobieren kann. Und von da aus dann wieder ein bisschen was Neues und dann wird es mehr, mehr, mehr. Und für den einen ist es die Ernährung. Bei mir, also das hat ja viel auch gemeinsam, ne? Der Prozess der Ernährung und die Psychologie. Bei mir war es halt erst die Psychologie, also erst das Geistige und jetzt erst die Ernährung. Also ich habe mich erst schieb das lange vor mir her, ne? Ich habe mich erst intensiv so vor einem Jahr angefangen, damit auseinanderzusetzen, tatsächlich mit der Ernährung, ne? Und ja, so kann jeder irgendwo anfangen. Oder bei einem ist es ein Buch, was ihm in die Hände fällt. Oder eine Person, die er kennenlernt. Whatever. Also wenn man bereit dafür ist und die Augen offen hält, sage ich mal, und sagt, okay, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass ich mich doch wieder von dieser chronischen Erkrankung befreien kann und dass da eine Erkenntnis und ein Wachstum für mich drin steckt, dann darf ich das jetzt sehen. Und ich glaube, dass dann auch was kommt. Ja, total. Bei einem Podcast hast du das erzählt, dass wenn man in eine Klasse geht mit 7-jährigen Kindern und die fragt, wer von euch ist ein Superheld, dass so alle Hände hochgehen und alle Freude haben und sagen, ich bin ein Superheld. Also alles liegt offen, die Welt liegt ihnen zu Füßen. Und wenn man nur schon 2 Jahre später das wiederholt, ja, da nicht mehr alle Hände oben in der Luft sind, weil einfach schon Rollen eingenommen werden oder vielleicht auch mussten, weil man sich vielleicht schützen musste. Und der eine ist der Klassenclown, der andere der Loser, der andere der Streber und so weiter. Und dieser Gedanke fand ich mega interessant von dir. Du hast nämlich dann die Frage gestellt, aber bist du wirklich diese Rolle oder war das ein Schutz in deiner Kindheit? Und ich glaube, das ist so eine Frage, die einem, wenn man in dieser Erkrankung oder auch nicht in einer Erkrankung steckt, das ist immer eine gute Frage, aber es zeigt einem so ein bisschen, welche Rolle hat man eingenommen und aus einer Geschichte heraus, nicht weil man das als Kind freiwillig gemacht hat, sondern weil man da hineingeprägt wurde und als Erwachsener dann aber die Möglichkeit hätte, da rauszukommen. Wie kommt man da raus und wie arbeitest du mit Klienten, um das zu beleuchten? Meinst du jetzt aus diesen Konstrukten, die wir uns bauen, oder aus unbewussten Programmen? Also meinst du jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich bin der Klassenclown und das als Erwachsener immer noch da ist?
Ja, ich glaube, bei der chronischen Erkrankung, bei mir zum Beispiel, war es tatsächlich meine Flucht immer in den Humor. Also ich war immer sehr humorvoll. Und beim Arzt habe ich auch immer die humorvolle gegeben, weil ich wollte, dass sich mein Gegenüber wohlfühlt. Und habe mega die Sprüche gemacht, die Ärzte mussten lachen und so weiter. Aber ich wurde auch sehr lange nicht ernst genommen mit meinen Beschwerden. Oder ein Dings war, ich hatte nicht so eine leichte Kindheit und hatte eigentlich früh die Verantwortung für einen meiner Erziehungsberechtigten zu tragen. Sprich, ich habe eigentlich keine Selbstfürsorge gelernt. Aber das habe ich erst rausgefunden, nachdem ich mich mit der Ernährung in Balance gebracht habe, ähm, dass ich ja da eine Rolle trage, die ich eigentlich gar nicht mehr tragen müsste. Es ist ja alles wieder gut. Du hast das dann Reparenting genannt. Mhm. Ah, okay. Ja. Also, Reparenting ist ein Teil der Psychotherapie. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja keine Psychotherapeutin. Ich habe ja andere eine Ausbildung gemacht, die in Deutschland noch nicht von den Kassen, das ist dem auch noch ein bisschen hinterher. Aber Psychotherapeuten wenden das an. Und da geht es darum, dass der Psychotherapeut die zum Beispiel die Selbstfürsorge gibt, die der Klient nicht hatte, Mhm. weil das ja eine Mangelerfahrung ist. Und weil wir aus einer Angst oder aus einem Stress heraus uns das nicht geben konnten, weil wir zum Beispiel dachten, ich muss mich jetzt eher um den anderen kümmern als um mich. Mhm. Ähm, Das kann man aber auch selber machen. Und das habe ich mit meiner Gruppe da, die sich gebildet hat, gemacht. Und zwar haben wir einfach geschaut, okay, wo haben wir solche Mangelerfahrungen gemacht als Kinder? Und dann geht es darum zu schauen, was hatte das für einen Sinn? Mhm. Also mit unseren Erinnerungen ist es ja so, dass wir mittlerweile wissen, die sind nicht hundertprozentig so, also wir erinnern uns nicht genau so, wie es auch tatsächlich passiert ist, sondern wir erinnern uns eher an solche Sachen, die unser Kohärenzgefühl stärken, also an Dinge, durch die wir dann unserem jetzigen Sein einen Sinn geben können. Mhm. Und da schauen wir dann, welche Mangelerfahrungen waren da, zum Beispiel Selbstfürsorge. Und dann geht es einfach beim Reparenting darum, sich das heute zu geben, also diese Lücke zu füllen und diese Erfahrung zu korrigieren. Mhm. Ja, ähm, ja, das ist Reparenting. Und ich glaube, dass es schon jeder für sich kann. Also wir müssen natürlich unterscheiden zwischen einer schmerzhaften Erinnerung und einer traumatischen Erfahrung, weil ja, beim Trauma ist es schon besser, sich professionelle Hilfe zu suchen und das wirklich ähm, qualitativ, sage ich mal, zu bearbeiten und verarbeiten, weil da ja zeitversetzt ganz viele Fragmente, die durch das Trauma erlebt wurden, wieder zurückkehren. Ne? Dann hat man vielleicht so Flashbacks oder hat krasse Angstgefühle auf einmal und kann die jetzt aber gar nicht richtig einordnen, weil die Situation ist schon lange vorbei. Die kommen aber wieder ins Bewusstsein, damit wir darauf hingewiesen werden, auch wieder als Signal, dass wir es verarbeiten können. Mhm. Also beim Trauma ist es nochmal was anderes, als wenn wir jetzt ja, schmerzhafte Erinnerungen nehmen. Aber die kann man nachträglich korrigieren. Ja, das wird in der Therapie regelmäßig gemacht und das darf auch jeder für sich zu Hause ähm, selber probieren. Und das sieht dann einfach so aus, dass man sich zum Beispiel hinsetzt und anfängt zu journalen. Also diese negativen Gefühle, wie zum Beispiel eine Wut oder ein Hassgefühl oder eine Trauer, die halt oftmals als Kind hinter der Maske vom Klassenclown zum Beispiel oder von jemandem, der immer einen Witz erzählen kann, versteckt werden, die mal rauszubekommen aus dem System. Und das geht zum Beispiel durch Schreiben. Wir haben ja als Kind oft die Situation, dass
dann jemand von außen kommt und sagt, du musst lieb sein, du Mhm. musst dich benehmen, Mhm. du darfst nicht rumschreien. Das ist so zweiseitig immer. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns anpassen und dass wir, ich sage mal, gesellschaftsfähig werden und bei allem, was wir tun, auch immer berücksichtigen, dass es einen Einfluss auf andere hat und wir ja aus einer guten Absicht heraus handeln und uns selber ausdrücken. Aber es ist halt, ähm, sag mal, unnatürlich, wenn wir uns nicht irgendwann erlauben, eine Wut, die da ist, auszudrücken Mhm. oder auch ein Hassgefühl. Da kann sich niemand von frei machen. Und jetzt ist es einfach wichtig, dann im Nachhinein, das machen wir dann mit den Klienten auch, zu lernen, wie kann ich das ausdrücken, ohne jemand anderem zu schaden. Also erstmal, wie kann ich es wahrnehmen, Selbstbeobachtung, und wie kann ich es gesund ausdrücken, dass ich es nicht mehr hinter einer Maske verstecke, dass ich es nicht mehr hinter einem Konstrukt verstecke, sondern wie kann es halt raus aus dem Körper. Mhm. Und dazu habe ich heute in meiner Story noch was gesagt. Ich habe da für mich die Lösung gefunden, gerade beim Thema Wut. Dann nehme ich mir mal die Sofakissen und packe die ganze Wut da rein und schleudere die so richtig auf den Boden. Ja, und es funktioniert. Also es geht aus dem Körper raus. Mein Freund hat was zu lachen und mir geht es danach besser. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit einfach. Aber es gibt ganz viele. Und ja, dazu denke ich, würdest du auch jeden ermutigen, einfach nochmal hinzuschauen, was da hinter so manchen Masken oder Rollen Ja, ähm, definitiv. Ja, steckt. sobald die Resilienz da ist, unbedingt. Und vorher, ja, wenn es noch nicht dran ist, dann geht es auch nicht. Ja. Aber es ist genau da und deswegen möchte ich mit dir heute auch eben über diese ganzheitliche Heilung sprechen, weil es alles ist. Es ist, wenn wir krank sind, sind wir aus dem Gleichgewicht gekommen. Also im Ayurvedischen ist es so, dass wir alle ein Grundnaturell haben und dass äußere Umstände oder auch Erkrankungen, Virenbelastungen, alles Mögliche oder auch emotionalen Stress können dich aus dem Gleichgewicht bringen. Und da zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt wirklich Zeit für mich und ich bin so wichtig auch, dass ich in die Selbstfürsorge gehe. Und wenn das heißt, dass ich jetzt einfach mal ein halbes Jahr krank bin, ich kann nicht mehr funktionieren und sich das auch zugestehen, weil das, was ich beobachte, ist gerade bei Menschen, die chronisch erkrankt sind, dass sie trainiert haben, weil diese Krankheitsdauer so lange geht, Symptome zu unterdrücken oder Beschwerden einfach zu übergehen und sich daran zu gewöhnen. Und irgendwann nach ein paar Jahren ist man einfach ausgesteuert, man kann nicht mehr. Und da möchte ich auch einfach ermutigen zu sagen, auf ja, den Pauseknopf zu drücken und das wirklich die Zeit und die Resilienz überhaupt zu haben, das wirklich anzuschauen, weil du, der Erkrankte, so wichtig ist, so wichtig. Und wie du vorhin gesagt hast, wenn man eben immer rausgeht zu verschiedenen Spezialisten oder so, ist dann die Frage, hat es mir geholfen oder muss ich was Neues ausprobieren? Mhm. Ja. Ja, oder vielleicht auch, wie gehe ich gerade mit mir selber um? Mhm. Also wenn Ja. ich jetzt von Arzt zu Arzt renne, ist es ja auch wieder ein Stress, oder da tue ich mir ja zusätzlich was an. Natürlich ist es wichtig, zum Arzt zu gehen und ja, eine Aufklärung zu bekommen. Aber wir haben nun mal nur eine bestimmte Akkulaufzeit, sage ich mal. Unsere Batterien sind irgendwann leer und am besten laden wir sie auf, bevor sie komplett leer sind. Das ist halt ein 'n Yin und Yang ist, ne? Also, aufladen, und wenn ich aufgeladen bin, dann kann ich auch wieder rausgeben. Dann kann ich mich ausdrücken, dann kann ich Termine machen, dann kann ich mich bewegen, dann kann ich in Kontakt gehen mit anderen. Aber in dieser anderen Zeit ist es wichtig, mit mir in Kontakt zu sein und mich zu fragen, in Ruhe mit mir zu sein und mich zu fragen,
wie geht's mir eigentlich? Also es ist vollkommen normal, dass wir unsere Freundin anrufen und fragen, wie geht's dir? Mhm. Aber wie oft fragt sich denn ein Mensch selber, wie geht's mir? Mhm. Oder wie fühle ich mich? Oder fragt sein Herz, wie fühlst du dich? Fühlst du dich von mir wertgeschätzt? Ja. Ähm, Gehe ich achtsam mit meinem Körper um? Bin ich liebevoll zu mir? Wenn ich mich als Frau vor allem vor den Spiegel stelle und ich bin vielleicht schon chronisch krank, oder erfahre diese Erkrankung und hau dann noch zusätzlich einen drauf, indem ich ganz, beschwerend mit mir rede und vorwurfsvoll mit mir rede, wie: „Oh, jetzt bin ich auch noch, dick geworden oder zu dünn geworden und ich sehe so schlimm aus“, dann macht's halt das alles noch schlimmer, ne? Also, da darf man, glaube ich, auch in dem psychischen Bereich einfach so ein bisschen auf den inneren Dialog achten und schauen, wie gehe ich mit mir selber um und bin ich mein bester Freund oder bin ich mein größter Feind? Mhm. Ja, du hast auch gute Gedanken noch, wie man mit Ärzten umgeht, die einen begleiten. Und du sagst nämlich, man soll sie nicht anklagen, sondern funktionelle Fragen stellen. Und das ist natürlich so etwas, wenn man jahrelang zu den Ärzten geht und immer wieder enttäuscht wird oder auch wirklich schreckliche Aussagen über sich hört, ist das super schwierig und frustrierend. Bei mir hat es dann wirklich 10 Jahre gedauert, also knappe 10 Jahre. Ähm, und ja, diese Verantwortung schlussendlich für meine Krankheit zu übernehmen und zu sagen, es ist gut, wie es ist, das war super schwierig. Aber auch nach diesen Jahren, dass diese Beziehung zwischen Patient und Arzt auch auf Augenhöhe ist und eben, wie du sagst, diese funktionellen Fragen, wie kann denn das ausschauen? Was stellst du dir da drunter vor? Mhm. Also, in der Kommunikation mit dem Arzt jetzt meinst du? Ja, okay. Also, vorausgesetzt, ich, bin schon zu der Erkenntnis gekommen, dass ich die Krankheit eher annehme als ablehne, weil alles, was wir bekämpfen, wird nur größer. Widerstand macht größeren Widerstand. Wenn Leute sich streiten und beide sich immer nur bekämpfen und anschreien, dann geht das höher, höher, höher und explodiert irgendwann. So ist es im Umgang mit der eigenen Erkrankung oder mit der eigenen Leiterfahrung auch. Also wenn ich erkannt habe, dass ich das annehmen darf und auch wenn sich das erstmal befremdlich anhört, wie ein Freund betrachten darf, ne? Wie gesagt, was möchtest du mir sagen? Ähm, Dann kann ich aus dieser inneren Haltung heraus natürlich auch anders mit dem Arzt kommunizieren. Wenn ich mich als Beispiel, wenn ich jetzt dahin gehe und sage, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Sie müssen mir helfen. Können Sie etwas tun, damit es mir besser geht? Können Sie mir erklären, woher das kommt? Also die Verantwortung komplett abgebe. So, Sie müssen jetzt was tun. Was können Sie machen? Können Sie das rausschneiden? Können Sie dies machen? Können Sie das machen? Sie sind meine einzige Hoffnung. Da darf man halt so ein bisschen feiner, glaube ich, auf die Art und Weise der Kommunikation achten. Ich könnte auch hingehen und sagen, mit einer Klarheit: „Ich weiß, dass ich diese Erkrankung habe und, ich bin jetzt hier, weil ich das und das erfahren möchte.“ Also, ganz klar formulieren: „Was möchte ich? Was sind denn meine Fragen? Möchte ich jetzt wissen, was da passiert in meinem Körper? Möchte ich wissen, ob er, Medikamente kennt, die mir helfen können? Möchte ich wissen, ob er Studien kennt? Möchte ich wissen, ob er noch andere Untersuchungen machen kann? Und dann, wenn quasi dieser Wissensdurst befriedigt ist, würde ich wirklich dazu übergehen, einfach auch auf einer emotionalen Ebene, ähm, zu sagen: „Für mich ist es wichtig, das oder mir geht's so und so damit. Ähm, Können Sie mir da und dabei helfen?“ Also, wirklich auch mitteilen, wie es einem damit geht und den Arzt darum bitten, ehrlich zu sein und auch,
vielleicht Grenzen aufzuzeigen, ne? Wo das sein Fachgebiet überschreitet und dann einfach fragen, ob er eine Idee hat oder ob er einen Tipp hat oder vielleicht schon mal was mitbekommen hat von Kollegen, wo es genau so einen ähnlichen Fall gab und wo es dem vielleicht irgendwann besser ging, wo 'ne Heilung passiert ist. Ja, und da ist man dann schon in einer ganz anderen Position oder geht mit einem ganz anderen Ergebnis raus, als wenn ich quasi dahin gehe, dem alles dahin knalle und sage: „So, löst jetzt bitte mein Problem.“ Ja. Das andere wäre eher: „Okay, ich bin der Boss, und du bist ein Teil von meinem Team. So, womit kannst du mir helfen? Was kannst du beitragen?“ Ja. Ja, da kommt es dann auch super drauf an, wie das Gegenüber drauf ist. Also Ja. ich habe mich immer sehr rein belesen in meine Erkrankung und ähm, ja, bin jetzt keine wortkarge Frau. Und manchmal war das dann Ehrlich auch, nicht? nee, und manchmal war das dann denen echt too much, also wurde ich dann auch angegriffen. Und ich glaube, das ist dann auch ein Zeichen, einfach ja, die Praxis verlassen zu dürfen und das nicht irgendwie auf Ja, sich zu beziehen. Ja, genau, man begegnet natürlich in so einer Krankheitskarriere ganz verschiedenen Charakteren. Und genau, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Es ist dieses sachliche, konkrete, funktionelle Fragen stellen und bei sich bleiben und die Überhand oder Oberhand zu halten. Weil das in dem Moment mich dann auch schützt und ich nicht eben in diese Opferhaltung reinkomme und so ein bisschen, als wäre der Arzt der Gott und ich muss ihn um irgendwas betteln, sondern ne, immer Augenhöhe. Das ist ganz, ganz wichtig. ja. Auch wenn, jemand 'n 3 Kittel übereinander anhat, das, ist scheißegal. Also, der geht danach auch nach Hause und zieht sich seine Jogginghose an, so wie wir alle. Ähm, nein, Augenhöhe ist wichtig und wenn das jemand verlässt, also, wenn ich als Patient das Gefühl habe, ähm, der, ja, übergeht mich oder greift mich an oder geht gar nicht mit mir in Kontakt, dann gehe ich auch. Also, da ist ja dann 'ne Grenze von mir erreicht, wo ich dann gehe und, das vielleicht auch sage und woanders hingehe, ne? Es gibt allerdings auch, es ist schwierig, das so zu verallgemeinern, die Ärzte. Es gibt auch total viele, die, noch 'n homöopathischen Hintergrund haben oder die zusätzlich TCM gemacht haben. Ich kann natürlich entscheiden, ob ich jetzt zu so jemanden gehe oder zu jemanden, der ein richtig krasser Verfechter der reinen Schulmedizin und nur Medikamente und, ne? Ja, Also, kann ich ja auch vorher gucken, was für 'n Background hat derjenige, ne? Und mal so ein bisschen, dafür ist das Internet ja dann wieder, echt hilfreich. Einfach gucken, wie arbeitet der? ja. Ja, das Internet, das hat mich echt gerettet in der Phase, weil man halt einfach auch isoliert ist als chronisch Erkrankter und dass Ja. wir so viel recherchieren können über Symptome und Erkrankungen und verschiedene Herangehensweisen, das ist echt mega. Ich wünsche mir halt manchmal, dass noch unsere alten Kräuterhexen auch noch das wissen, dass das eingespeist wäre und das nicht Mhm. zu Asche geworden ist. Aber zum Glück haben wir ja die chinesische Medizin auch noch und die ayurvedische. Und wenn wir das kombinieren mit uns, mit diesem Forschergeist, den die Schulmedizin ja wirklich an den Tag gelegt hat, die letzten Jahrhunderte, dann muss eigentlich Gesundheit möglich sein. Die Frage ist, in Ja, welcher Kombination. ja, da sagst du was, richtig Spannendes und Interessantes, ne? Also, ich bin auch ein Fan davon und das habe ich tatsächlich auch durch meine Mama als Kind schon mitbekommen. Die hat immer geschaut, dass, unsere Kinderärztin zum Beispiel, die hat auch Homöopathie gemacht und immer erst mit so, pflanzlichen Heilmitteln versucht, etwas zu behandeln. Wenn das dann nicht geholfen hat, dann natürlich, Die ja, Chemie. hat sie auch chemische Wirkstoffe,
benutzt, ne? Aber davon bin ich auch ein großer Fan und es ist ja so faszinierend, wenn du, mal in Haushalte reinkommst, wo du vorher noch nie warst und die Tablettenschränke siehst, ne? Mhm. Das ist teilweise echt krass. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ich hatte auch so 'n Tablettenschrank. Heute haben wir gar nichts mehr, Mhm. weil wir uns irgendwann bewusst dazu entschieden haben. Gut, jetzt haben wir auch keine chronische Erkrankung oder sind in dem Sinne gesund, aber, es ist ja normal, dass du, wenn du Kopfschmerzen hast, 'ne Tablette nimmst. Mhm. Oder es ist ja normal, dass du als Mädchen anfängst, die Pille zu nehmen. Das ist ja alles normal, was wir uns da reinschmeißen. Und irgendwo ist es aber auch Gift. Ja. Und, wenn es pflanzliche Mittel gibt, die meinem Körper helfen und ihn unterstützen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, dann ist es eigentlich logisch, dass ich erst das probiere, anstatt, irgendwas, was aus der Fabrik kommt, oder? Ja, genau. Ich denke, dass Ja. das wirklich daherkommt, dieses Konsumverhalten von Tabletten, weil wir in so einer Konsumgesellschaft sind und alles muss schnell laufen. Wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, dann passt das, was mir gerade mein Körper mitteilen möchte, überhaupt nicht in meine Pläne rein. Also Kopfwehtablette oder genau, wenn es auch mit der Periode, das ist ja auch so ein Thema, wo ich mega froh bin, dass das jetzt immer mehr beleuchtet wird und nicht mehr so tabuisiert wird. Da gibt es auch so verschiedene Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, aber das bedeutet halt auch Zeit, sich wirklich mit dem Körper auseinanderzusetzen. Und diese Zeit, die muss man sich tatsächlich rausstehlen. Also gerade wenn man berufstätig ist oder eben noch Kinder hat oder da noch ein Hobby und hier engagiert man sich noch. Das ist nicht einfach und ich glaube, es ist auch einfach von uns ein bisschen dieser faule Weg zu sagen, ich höre nicht auf den Körper, ich deckle das Symptom. Mhm. Ja, und da ist es wieder, was wir am Anfang hatten mit diesen 3 Ebenen interessant. Was heißt denn, ich hatte ein schönes Leben? Was heißt denn, ich bin lebendig? Mhm. Eigentlich ja, also ich würde so ausdrücken, wenn ich, so viele schöne Erfahrungen wie möglich mache und so viel, ähm, fühlen kann und erleben kann, wie es eben geht, ne? Und mich da auch immer weiterentwickeln darf. Und wenn ich jetzt anfange, zu funktionieren, also ich muss jetzt arbeiten und habe aber Kopfschmerzen, dann schmeiße ich mir das rein und gehe trotzdem arbeiten und schlafe 3 Stunden und dann geht es wieder von vorne los. Bin ich dann lebendig in der Zeit? Also, wenn es der letzte Tag gewesen wäre, kann ich dann sagen: „Boah, diesen Tag habe ich total gelebt. Mhm. Das Leben ist schön.“ Ja. Das, darf man oder dürfen wir uns alle vor Augen halten. Natürlich gibt es bei mir auch Situationen, wenn viele Termine da sind und so, ähm, wo ich dann 'n bisschen in Stress komme, aber mittlerweile erkenne ich das halt und hole mich da so gut ich kann wieder raus, ne, und gehe erst in die Fülle und versuche dann von innen nach außen zu leben und nicht von außen mein Leben bestimmen zu lassen. Ja, das ist sicher auch für jemand, der jetzt halt mittendrin steckt und vielleicht eben gerade nicht das Leben lebt, was gesundheitlich für ihn oder sie gut ist. Da komme ich wieder zu diesem Grundnaturell. Also wenn wir gegen unser Grundnaturell leben, werden wir krank. Das ist so, als würden wir jeden Tag Gift einatmen. Das ist so Mhm. interessant, dass das uns tatsächlich einfach krank macht. Und ich denke mir dann immer so, ich gehe dann zurück in die Schulzeit, ja, aber wo wurde uns dann beigebracht, wenn es in der Familie nicht beigebracht wurde, diese Selbstfürsorge? In der Schule ja auch nicht, da werden dir Termine gegeben und hier und jetzt, du musst in allen Fächern bestmöglich gut sein und auch da hat man sich schon aus dem Blick verloren. Dann geht es darum, einen Job zu machen und dann macht man irgendeinen Job, keine Ahnung, ich glaube, die meisten machen irgendeinen Job. Und dann kommt die Miete, dann kommt das, dann eben vielleicht noch Kinder oder eine Partnerschaft, Auto. Man konsumiert so viel und hat so viel und eigentlich hat man sich selbst aus den Augen verloren. Mhm.
ein Riesenthema spreche ich hier an. Ich weiß, das kann man nicht so schnell abhandeln. Aber was wäre für dich so der erste Impuls, da mal diesen Druck wegzunehmen? Weil das ist ja enormer Druck und von allen Lebensbereichen merkt man, irgendwas stimmt nicht und mein Körper sagt, es geht mir nicht gut. Aber wo kann man da ein bisschen Luft rauslassen? Mhm. Annahme, aufhören zu kämpfen. Also Selbstannahme, auch die Dinge, die mir nicht gefallen. Ne? Alles, was wir bekämpfen, wenn wir sagen, jetzt von da kommt Druck und das macht mir Stress. Wenn ich versuche, dem auszuweichen, also jetzt weniger davon mache, aber immer noch die gleiche innere Haltung habe, dann mache ich mehr von etwas anderem. Also ich glaube, der Weg aus sowas raus ist immer erst nach innen gehen. Also Selbstannahme heißt, ehrlich hinzuschauen, liebevoll mit sich zu sprechen, was wir eben auch schon hatten. Ne? Das einfach mal rauszuschreiben, ohne Filter, ohne Verurteilung, wie es wirklich gerade aussieht, so eine Standortanalyse. Ne? Und gucken, was macht das für einen Sinn. Oftmals ist es ja so, dass wir denken, das ist das Richtige für mich, aber das gar nicht aus uns heraus entsteht, sondern uns von außen auferlegt wurde. Ne? Dann kommt zum Beispiel der Papa, der sagt, du bist ein Organisationstalent und dann will die Tochter auf einmal BWL studieren. So war das bei uns. Und dann sagt das vielleicht noch derjenige und dann siehst du andere Menschen, wie glücklich die sind und guckst dann, was haben die für einen Beruf und wie leben die so und möchtest das dann auch. Es geht ja gar nicht um die Sache an sich, sondern immer um die Energie dahinter. Du möchtest ja nicht dieses Produkt, weil das Produkt an sich so toll ist, sondern du kaufst den Lippenstift, weil du dich dann schöner fühlst. Oder du willst auch dieses Auto haben, weil du dich dann männlicher fühlst. Oder und so weiter halt. Ne? Und da einfach mal ja, ehrlich mit sich in Kontakt gehen und gucken, warum möchte ich das denn oder warum mache ich das denn? Warum verhalte ich mich so? Was fühle ich dabei? Was passiert dabei in mir? Wie fühlt sich das für mich an, wenn ich das mache, wenn ich dies mache, wenn ich jenes mache? Genau, also das ist, glaube ich, immer der erste Schritt, sich selber zu beobachten, sich selber zu hinterfragen, ehrlich mit sich zu sprechen, damit diese ganzen Konstrukte, die ich mir als Kompensation baue, quasi langsam bröckeln können und ich mich dann neu orientieren kann. Ja. Macht das Sinn für dich? Ja, das macht sehr Sinn. Ja, es ist einfach wirklich ein Prozess und diese Annahme, die ist so wichtig, auch gerade wenn man chronisch krank ist. Also wie lange hat es für mich alleine gedauert, dass ich wirklich aussprechen konnte, ja, ich bin krank. Aber das bist ja gar nicht du. Das hat Jahre gedauert, das zu sagen, ja, oder der Körper ist krank. Er ist krank. Und das bringt aber auch immer Erleichterung, weil man dann darüber weinen kann. Und die Trauer ist ja die Annahme, Dinge anzunehmen, die nicht so sind, wie man sie gerne hätte. Und ja, das ist ein harter Prozess und ich habe auch manchmal schon gesagt, kann das Leben nicht einfach schön sein und leicht? Ja, dafür sind wir, ich glaube, wirklich selber verantwortlich. Als du gerade gesagt hast, ich bin krank, das ist total wichtig, mal ehrlich hinzuschauen, ne? Und zu gucken, was hängt damit zusammen, was passiert in mir, wenn ich das nicht mehr weggucke, sondern hingucke. Aber dann glaube ich danach auch zu begreifen, diese Wut oder diese Krankheit oder diese Gedanken, das bin ja nicht ich.
sonst könnte ich die ja nicht beobachten. Oder sonst könnte ich ja nicht darüber nachdenken. Mhm. Das wird jetzt ein bisschen deep hier. Also wenn man einem alles wegnimmt, was bleibt dann noch? Mhm. Also ich kann ja jetzt in deine Wohnung einbrechen und dir deine Möbel wegnehmen. Ich kann dir deine Haare wegnehmen. Ich kann dir eine Hand abschneiden. Ähm, aber was kann ich dir nicht wegnehmen? Und das ist halt dieses Seelische, dieses Höhere, dieses Bewusstsein einfach, ne, was beobachtet, was sich selber beobachten kann. Ja. Und ich glaube, wenn wir einfach lernen, das mehr und mehr wahrzunehmen und dem mehr Aufmerksamkeit schenken, dann entsteht wirklich so eine Lücke und dadurch eine innere Ruhe. Also quasi wie so, okay, ich bin in diesem Körper und der Körper ist krank, aber das bin nicht ich. Ich habe immer noch die Macht, ähm, damit umzugehen, das anzunehmen, das zu verändern, etwas dafür zu tun, Mhm. dass sich meine Zellen erholen oder dass dieser Schmerz einfach gefühlt werden darf. So, Ja. ich entscheide das ja. Also da ist ja, Worte reichen nicht. Du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Ja, ich habe diese Art des Hineinspürens und Hineinhorchens wirklich erst gelernt mit Meditation, mit geführten Meditationen. Und das war auch so ein riesengroßer Schritt für mich auf meinem Heilungsweg. Da habe ich auf YouTube einfach immer wieder eingegeben und ausprobiert. Und das war so heilsam zu merken, dass ich mit meinem Geist Dinge meinem Körper befehlen kann und ihn da hineingleiten kann oder ihn annehmen kann oder reinatmen kann. Ich meinen Zellen kommunizieren kann, dass sie sich regenerieren sollen. Und das hat zu meiner Ernährungsumstellung enorm den Heilungsweg gepusht. Das ist unglaublich. Und ich nutze dieses Tool noch heute täglich, um meine Ziele zu erreichen, bei mir zu sein, wirklich in diesen Atem auch zu kommen. Und ich habe früher immer gedacht, Meditation ist so, man sitzt da so wie ein Buddha und das ist totlangweilig. Aber die geführte, da kann ich ja auch schön im Bett liegen und manchmal auch einschlafen. Also so wie es gerade ist und was der Körper und der Geist braucht. Das ist definitiv etwas, was mir geholfen hat, auf diese Ebene zu kommen. Und dieses Rationale, was halt auch eine Stärke von mir ist, aber von dem, das einfach mal auf Pause zu drücken. Zu sagen, okay, da gibt es noch eine andere Ebene, mit der ich kommunizieren kann. Mhm. Oder auch das vielleicht zu verbinden, ne? Also nicht den Verstand in dem Sinne oder das Rationale zu bekämpfen, sondern in Einklang zu bringen mit allem anderen. Ich kann ja durch meine Gedanken in der Meditation auch meine Aufmerksamkeit steuern. Zum Beispiel, wenn ich eine Stelle habe, die sehr schmerzt, dann helfen mir meine Gedanken, mich darauf zu fokussieren, ne, oder mit meiner kompletten liebevollen Aufmerksamkeit komplett da zu sein Ja. und auch da zu bleiben für einen Moment. Ja. Aber das ist interessant, was du beschreibst. Das ist bei allen neuen Sachen so. Gerade bei Meditationen, was jetzt viele angefangen haben, also nehme ich auf jeden Fall so wahr, oder Yoga auch. Jetzt gehe ich durch den Park und sehe überall, machen die Mädels und Jungs Yoga. Das habe ich vor Corona nicht so gesehen, aber kann auch sein, dass ich es jetzt erst wahrnehme. Ähm, Erstmal ist eine Ablehnung da. Und dann guckt man so ganz vorsichtig, macht die Tür so einen Spalt weit auf und guckt so, was sind das für Leute, die das machen? Und dann fragt man vielleicht mal nach, wieso machst du das und was bringt dir das? Und irgendwann sitzt du selber da auf der Matte. Ne? Und dann ist es natürlich gerade Meditation. Ich meine, das Wort sagt ja schon in die Mitte kommen und du hast es eben so schön gesagt, ist ein Ungleichgewicht da bei einer Erkrankung und wir versuchen wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Mhm. Und für mich ist das die beste Medizin, die es gibt. Ja. 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 Ja, wir kommen schon langsam ans Ende von unserem Gespräch und
Ich wollte dich fragen, gibt es noch etwas abschließend, was dir wichtig ist, was du chronisch Erkrankten gerne mitgeben möchtest? Darf ich dir auch eine Frage stellen? Natürlich darfst du auch mir eine. Okay. Ich habe tatsächlich eine Frage. Ich war ja selber jetzt nicht chronisch krank, aber ich habe mit Menschen gearbeitet, die eine chronische Erkrankung hatten. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass häufig wie so ein Battle stattgefunden hat. Wem geht es jetzt schlechter? Wer hat die krasseren Symptome? Ähm, und die sich auch in dem Kreis immer oder im Kontakt mit anderen Menschen häufig dann in der Kommunikation darauf beschränkt haben, ne? Wie hast du das erlebt, als es dir so richtig schlecht ging? Hast du dann Menschen angezogen, mit denen du wirklich darüber sprechen konntest, wie schlecht es dir ging? Und wenn ja, hat dir das geholfen? Und was hat dir an diesem Tiefpunkt geholfen, wieder Hoffnung zu schöpfen und aktiv zu werden, nach einer Lösung zu suchen? Ja. Also bei mir war das so, dass ich eben das gar nicht nach außen kommuniziert habe. Ich habe unglaublich lange funktioniert. Das haben mir dann auch die Ärzte, also ich war 7 Jahre schon chronisch krank in München, haben wir gelebt. Und da wurde mir nicht geholfen und da habe ich komplett gearbeitet und hatte die Kinder. Und dann bis zum letzten halben Jahr vor unserem Umzug, dann haben wir gesagt, gut, wir müssen zurück in die Schweiz und schauen, ob die Schweizer Ärzte besser helfen können. Und bei der Ankunft noch in der Schweiz habe ich noch Riesenprojekte geleitet, also habe Regie geführt für Live-Shows und dann später, als die Ärzte meine Blutwerte gesehen haben, haben die mich gefragt, wie hast du das überhaupt geschafft? Also bei mir war wirklich eher der Knackpunkt, mich selber zu übergehen. Und obwohl meine Blutwerte und ich hatte auch eine Eisenanämie, meine Hausärztin hat gemeint, sie hat bisher 2 Menschen mit so einem tiefen Wert gesehen und das war eine 95-jährige Frau und mich. Und sie weiß gar nicht, wie ich den Umzug und wie ich noch arbeiten kann. Also ich bin da eher der Typ, der sich übergeht und deswegen habe ich überhaupt nicht diese Menschen angezogen. Was ich dann gemacht habe, ist in Kontakt zu kommen, ist auf Instagram habe ich die Hashtags auch verwendet, Fibromyalgie, Reizdarmsyndrom, Endometriose, also die Sachen, wo es dann klar war, da hatte ich eine Diagnose. Und dann habe ich aber immer geschaut, welche sind in der Krankheitsphase und welche haben sich aber befreien können. Und ich bin immer den positiven Leuten gefolgt, also die irgend gute Gedanken hatten. Oder ich bin ja auch Künstlerin, ich bin Drehbuchautorin, ich liebe es zu schreiben, wenn Texte mich angesprochen haben. Das waren so meine Wegbegleiter und wie gesagt, ich habe sehr viel gelesen und recherchiert. Ich bin dann eher zum Nerd mutiert und ich musste mich dann auch in der Familie, also als ich zurückkam, überwinden zu sagen, dass ich schwach und krank bin. Und genau, deswegen viele Ängste haben das nicht mal so mitbekommen, dachten einfach, ich bin eine sauunfreundliche Person geworden, weil ich einfach keine Kraft für nichts hatte und das wurde dann eher so uminterpretiert, weil ich einfach immer weitermachen wollte. Genau, also ich denke, kann man auch nicht sagen, die einen neigen zu dem oder zu dem. Dann war deine Schlussfrage, wie ich dann Also was Hoffnung hat dir gefunden. an deinem Tiefpunkt diesen Funken Hoffnung gegeben? War das dann tatsächlich durch Instagram die Leute, die von einer Heilung berichtet haben? Es waren 3 verschiedene Sachen. Es war ein Buch, was mir eine Heilpraktikerin vorgeschlagen hat, was ich dann gleich gelesen habe. Das war das Buch von Medical Medium, Medical Foods, wo es darum geht, welche Kraft Nahrungsmittel in sich tragen. Das fand ich so positiv geschrieben, dass ich das einfach gleich umgesetzt habe. Und dann auf Instagram, genau, Leute, die
ich kam halt irgendwie immer auf die Ernährungsumstellung und denen bin ich dann gefolgt. Und das dritte war, ich glaube, YouTube. Also wirklich das Internet, was mich eigentlich gerettet hat. Ja, YouTube, wo ich auch Erfahrungsberichte dann gehört habe. Und das war für mich so, als ich dann die Zusammenhänge verstand, von dem Typen, der Anthony William heißt und ich nicht sicher bin, ob er wirklich den Spirit hört oder einfach super intelligent ist und die Zusammenhänge versteht. Das war einfach so krass, weil ich ein Handwerk in die Hand, oder wie sagt man nicht Handwerk? Ich habe ein Werkzeug, genau, ich habe ein Werkzeug in die Hand bekommen und danach suche ich. Also ich bin ein sehr aktiver Mensch und das, was mich eher gelähmt hat durch diese Krankheitsjahre, war, dass mir keine Lösung angeboten wurde, sondern nur Medikamente, die symptombetäubend waren. Und ich immer gesagt habe, hey, aber Leute, bevor ihr mir nicht die Ursache nennen könnt, will ich auch eure Medikamente nicht schlucken. Das war immer so mein Kampf mit den Ärzten. Ja. Und das war halt das erste Mal, wo ich Sauerstoff bekommen habe. Schön. So, und ich bin dann halt eher radikal und mache das dann einfach und sage, wenn es nicht hilft, hilft nichts. Aber es hat funktioniert. So. Aber das ist toll, jetzt nochmal zu hören für die Zuhörer vielleicht auch, dass es dann so, ja, sich einfach aus mehreren Bereichen zusammengesetzt hat. Ne? Das Buch, bisschen Instagram, YouTube, einfach du wurdest inspiriert und hast dadurch wahrscheinlich auch dann einfach irgendwo angefangen, oder? Ja, definitiv. Ja. Ich habe zuerst die Milchprodukte weggelassen. Das ist das Schlimmste für ein Schweizer Mädchen. Das kann ich gut nachempfinden. Ja. Ja, genau. Ja, was ist dein Schlussplädoyer, liebe Hanna? Plädoyer. Genießt alle euer Leben. Und sucht nicht immer nach Erklärungen und Statistiken und macht euch den Kopf kaputt. Der Kopf ist wichtig, der Verstand ist wichtig, um eine Richtung einzuschlagen. Aber manchmal dürfen wir auch einfach vertrauen und das freigeben und sagen, ich entscheide mich jetzt dazu und dann lasse ich das wieder los und dann darf halt das passieren, was passieren soll. Und wenn ich etwas erkennen soll, dann werde ich Hinweise bekommen und dann werde ich etwas erkennen. Also ja, nicht aufgeben und vertrauen. Ja. Mein Papa hat immer gesagt, für jedes Problem gibt es mindestens 2 Lösungen. Und darunter zähle ich auch Erkrankungen. Ja. Genau. Ja, vielen Dank, liebe Hanna, für dieses tolle Gespräch. Es war sehr inspirierend. Danke, dass du hier warst. Ja, ich danke dir. Das ist echt immer schön mit dir und wie als würde ich mit einer Freundin quatschen. Also ich kann nur jedem empfehlen, mal in euer YouTube-Studio zu kommen und bin total gespannt, was für hilfreiche und inspirierende Menschen ihr da noch interviewen werdet. Ja, vielen Dank, Hanna. Ja, und danke, dass ihr dran geblieben seid. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schenkt uns ein Like, abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst und schreibt gerne Kommentare, schreibt Inspirationen oder Fragen. Wir gehen darauf ein. Bis zum nächsten Video. Tschüss.